Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem Video. Und in diesem Video werden wir uns den Unterschied anschauen zwischen zeitbezogenen Quotenbewegungen und ereignisbezogenen Quotenbewegungen, wenn es eben um das Thema des Sportwetten-Tradings auf Wettbörsen geht. Mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für das Thema des professionellen Sportwettens. Und in diesem Video werde ich Ihnen wieder hier einen Auszug zeigen aus dem Live-Coaching-Programm von der Sports Betting Academy für das Traden auf Wettbörsen. Eben heute mit dem Themenpunkt Quotenbewegungen zu verstehen, denn diese brauchen wir, um dann in weiterer Folge zum Beispiel auf Wettbörsen hier Trades einzugehen. Und damit wir eben unser Risiko auch besser bestimmen können, ist es wichtig, dass wir eben auch hier dementsprechend verstehen, wohin bewegt sich eine Quote und warum. Beginnen wir mal mit dem ersten Themenpunkt, eine zeitbezogene Quotenbewegung zu verstehen. Was ist denn eine zeitbezogene Quotenbewegung? Ich nehme das jetzt einmal hier mit einem Beispiel her, mit dem zum Beispiel unter 2,5 Tore. Nehmen wir mal an, dass die Startquote für das unter 2,5 Tore die Quote 2,0 hat. Und wenn eben jetzt nichts passiert, also kein Ereignis stattfindet, dann haben wir ja im Endeffekt 90 Minuten als Spielzeit, die was hier fixiert ist. Und dadurch wird jetzt da eben, wenn nichts passiert, das unter 2,5 Tore ja immer wahrscheinlicher und somit wird die Quote auch immer niedriger werden. Und somit sehen wir dann auch, dass wenn wir eben das unter 2,5 Tore zum Beispiel hernehmen, dass jede einzelne Quote, die was dazwischen liegt, zum Beispiel von 2,0, 1,99, 1,98, 1,97 und das geht dann runter bis 1,01, jede dieser Quoten wird eben durch die Zeit, die was verstreicht, erreicht. Und dann sprechen wir eben von einer sogenannten zeitbezogenen Quotenbewegung. Das heißt, zur Halbzeit wird dann die Quote hier in diesem Fallbeispiel jetzt in etwa bei 1,25 liegen und dann in der zweiten Halbzeit von 1,25 weiterlaufen Richtung 1,01. Und das nennen wir eben eine sogenannte zeitbezogene Quotenbewegung, wo jeder einzelne Tick dazwischen erreicht wird. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, und zwar eine ereignisbezogene Quotenbewegung. Dazu habe ich eben das Beispiel hier vorbereitet. Nehmen wir an, Sie würden auf Sieg Heimmannschaft setzen. Nehmen wir wieder an, dass die Quote bei 2,0 ist, dass die Heimmannschaft das Spiel gewinnt. Dann wird die Quote, zum Beispiel wenn es jetzt niedriger ist als wie 2,0, in der Regel ja nur durch das Ereignis selbst, dass ein Tor fällt für die Heimmannschaft, dann niedriger sein. Das heißt, wenn es bei 2,0 anfängt, wird, nachdem die Heimmannschaft zum Beispiel noch nicht in Führung geht, die Quote ansteigen, aber nicht fallen. Das heißt, fallen kann sie nur dann, wenn eben die Heimmannschaft mit einem Tor zum Beispiel in Führung geht. Und wenn das dann passiert, dass die Heimmannschaft 1-0 zum Beispiel in Führung geht, dann wird im Endeffekt, wenn alle Zwischenquoten, die was da existieren, zum Beispiel von 2,0 auf 1,35, denn dort wird ungefähr die Quote hingehen, wenn es bis zur Halbzeit zum Beispiel 1-0 steht, aber alle Zwischenschritte, 1,99, 98, 97, 1,96 und so weiter, die werden dann aber übersprungen. Ja, das heißt, das ist eben durch dieses Ereignis, das da stattfindet, dass dann nach eben die Heimmannschaft wahrscheinlicher eben das Spiel gewinnen wird und die Quote dementsprechend hier auf 1,35 nach unten geht. Hingegen, wenn es zum Beispiel jetzt aber 0-0 steht, wird die Quote für Sieg 1 ansteigen. Das heißt, hier ist wieder diese zeitbezogene Bewegung. Das heißt, wenn nichts passiert, wird diese Quote ansteigen. Sollte die Auswärtsmannschaft in Führung gehen, dann haben wir wieder eine ereignisbezogene Situation. Das heißt, die Quote wird zwar ansteigen für die Heimmannschaft, aber hier werden auch unfassbar viele Ticks wieder übersprungen. Was ist ein Tick? Das bezeichnet man hier als eine Trading-Einheit, zum Beispiel von 2,0, was die Quote ist. Eine Quote höher auf der Börse wäre zum Beispiel 2,02, dann sprechen wir von dieser Entfernung eben von einem sogenannten Tick. Und wenn jetzt zum Beispiel die Quote aber von 2,0 jetzt da hochgeht auf 6,0, weil eben die Auswärtsmannschaft in Führung gegangen ist,
dann wurden hier sehr viele Quoten, die was dazwischen noch existieren, zwischen 2 und 6,0 übersprungen. Und dann sprechen wir eben hier von einer ereignisbezogenen Quotenbewegung. Und wenn Sie das lernen möchten, das Traden auf der Börse und noch mehr Details zu diesem Thema erfahren möchten, dann lade ich Sie jetzt ein, unterhalb von diesem Video einen Infocall mit mir persönlich zu buchen, wo ich Ihnen noch weitere Informationen zu dem Thema des Tradens auf der Wettbörse geben kann und welche Möglichkeiten es auch hier von uns in der Sportsbetting Academy gibt. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen hier viel Erfolg und bis zum nächsten Video.